Hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen. Schmerzarme Injektionen, das ist ein Thema, das oft diskutiert wird. Und in diesem Zusammenhang habe ich einen interessanten Artikel gefunden. Der ist 2 Jahre alt, 2022, aus dem Clinical and Experimental Dental Research Journal. Hier wird in einer Doppelblindstudie der Effekt von einer Transcodent Painless Needle, das ist eine Injektionsnadel, die speziell designt, speziell geschliffen ist und deshalb durch diese Veränderung, Optimierung in Form und Schliff verspricht, weniger Schmerzen zu verursachen bei Injektionen, vor allem im Gaumenbereich. Das kennen wir alle, das ist ein bisschen schmerzverbunden oder mit Schmerzen verbunden bei vielen Patienten. Und hier wurde in einer Doppelblindstudie diese Nadel untersucht und man kam zum Schluss, dass der Einsatz dieser Nadeln das Schmerzempfinden oder die Schmerzen der Patientinnen und Patienten reduzieren hilft. Das wollten wir natürlich selber überprüfen und haben bei der Firma Medmix, die mittlerweile diese Transcodent-Nadeln vertreibt, angefragt, ob wir da Muster bekommen können, um dies auch selber zu testen. Also 2 Modelle. Wir haben eine kurze Nadel, die ist wirklich sehr kurz, also die ist vielleicht noch 1,5 cm lang. Auch gut, wenn man das dem Patienten zeigt, dass die Nadel kurz ist, also die hat wirklich die Hälfte der Länge der herkömmlichen Nadeln, die wir bis jetzt eingesetzt haben. Das sind die kurzen Nadeln. Es gibt dann auch eine längere Version für die Leitungsanästhesien. Und da ist es spannend, die ist dann sogar etwas länger als die Nadeln, die wir bisher eingesetzt haben. Das ist auch aus Sicherheitsgründen, wenn man eine Leitungsanästhesie macht, dass bei Frakturen der Nadeln das Frakturstück entfernt werden kann. Mir gefällt aber wirklich die sehr kurze, kompakte Form der Nadel für Terminalanästhesien, vor allem eben, wenn man da in den Gaumen reinspritzt, nimmt die kürzere Nadel auch schon optisch ein bisschen die Angst. Und wir haben das bei unseren Patientinnen und Patienten versucht und siehe da, tatsächlich haben unsere Patientinnen und Patienten auch gemeint, dass diese Nadeln weniger Schmerzen verursachen. Haben Sie schon mal so eine Nadel ausprobiert? Wenn ja, würde mich Ihre Erfahrung und Ihr Feedback interessieren.